Wow, Mist. Echt spannend, lohnt sich. Die Schönheit der Erde lässt sich nicht kaufen. Sie gehört denjenigen, die sie entdecken. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Reise mit einer Ente. Enten sind wahnsinnig fantastische Tiere. Vor allen Dingen die Funktion, dass sie Feuerspeien besitzen. Nein, die Ente, die ist hier gerade nur zufällig im Video. Aber eine neue Reise, das ist es jetzt wirklich. Und ich bin hier gerade in Italien am Comasee. Und auch mit dabei auf dieser Reise ist eine neue Haarfarbe, wie man unschwer erkennen kann. Öfter mal was Neues und das Leben ist Veränderung. Das erlebe ich vor allem immer auf Reisen. Und ich finde, manchmal sind so Veränderungen echt was richtig Cooles, weil man fühlt sich nochmal ein Stück lebendiger. Jetzt kommt da gerade ein Boot vorbeigefahren. Sehr schön hier. Der Abend am Comasee. Eigentlich sind wir auf dem Weg nach Sardinien. Also dahin geht es nach diesem Stopp. Ja, ich freue mich, wenn ihr auch auf dieser Reise wieder mit dabei seid. Und würde sagen, nicht lang schnacken, los geht's. Der Comasee, auf Italienisch Lago oder Lario di Como genannt, liegt in der Lombardei in Italien und hat die Form eines umgekehrten Y. Selbst wenn man hier morgens seinen Tag beginnt am Comasee, dann sind die Enten auch wieder dabei und hoffen, irgendwie was vom Frühstück abzubekommen. Ich habe die Tiere mal wieder auf meiner Seite. Frühstück für Mensch und Tier. Oh, wirklich, bis zur Hand. Pass auf. Sehr lecker. Oh, nee, ich traue mich das nicht. Während wir den Tag in Ruhe beginnen, rudern andere schon sportlich aktiv über das Wasser und durchbrechen mit ihren Rufen die morgendliche Stille. Nach dem Frühstück am See sehnen wir uns dann auch nach Bewegung. Immerhin hat die Gegend hier einiges zu bieten, das es zu entdecken gilt. Unser Campingplatz ist übrigens sehr, sehr praktisch gelegen. Und zwar, ihr seht, hier ist der Comasee und dahinter ist der Campingplatz, direkt am See. Näher geht nicht. Das Motorrad kann man leider nicht ganz mit an den Platz nehmen, aber doch relativ nah. Also da hinten steht unser Zelt. Das Ganze mit 27 € pro Nacht mit 2 Personen, einem Zelt und 2 Motorrädern. Und wer es komfortabler mag, für den gibt es ja auch so Hütten, die man mieten kann. Das haben die GS-Fahrer gemacht, die hier letzte Nacht verbracht haben. Ist sicherlich teurer als zu zelten. Naja, jeder so wie er mag. Was ich vor allen Dingen finde, was diesen Campingplatz wert macht zu besuchen, ist, dass der hier direkt, wenn man hier einmal rüberschwenkt, an der Promenade gelegen ist, die hier einmal direkt am Ufer des Comasees lang geht, was wirklich sehr schön ist. Man kann hier abends spazieren, man kann hier direkt, der kleine Ort, der hier ist auch bei Nacht super schön. Durch enge Gassen schlendern und Häuser beobachten, angeln, fotografieren, Boot fahren, Mountainbiken, Wandern, viele Beschäftigungsmöglichkeiten für Freizeitsportler, die hier rund um den Comasee geboten werden. Gerade so in dem Mountainbike-Kletterbereich soll es hier sehr viel geben. Ich habe hier heute Morgen beim Abwasch einen Allgäuer kennengelernt und der sagte, die kommen hier gerne hin zum Wandern zum Beispiel. Und der war auch schon mit seiner Moto Guzzi ein paar Mal auf Sardinien, war ganz begeistert, sagte allerdings, dass die Landschaft von Korsika schöner sein soll. Das habe ich auch in einigen Kommentaren unter den letzten YouTube-Videos von mir gelesen. Ich bin deswegen echt gespannt, wie wir das erleben werden. Aber er sagte auch, er ist hier in der Gegend unter anderem, um sich das Moto Guzzi Museum anzugucken. Und da bin ich sehr gespannt, denn du kennst das ja schon. Ja, ich war schon mal da, ist sehr zu empfehlen. Und mit dem Motorrad lohnt sich diese Gegend auch absolut. Warum?
Das zeigen wir euch jetzt. Was für eine schöne Straße hier mit Aussicht auf den See. So, und jetzt kommen wir hier gleich zu einem legendären Modell aus Draht von einem V8-Motorrad. So, wir fahren jetzt hier einfach mal an dem See entlang. Ja, was Villen betrifft, findet man hier auch so einige schöne Bauten. Unter anderem George Clooney hat hier eine Villa und Konrad Adenauer hat hier ebenfalls eine Villa besessen und auch dort seine Memoiren geschrieben, kurz bevor er abgelebt ist, sagt man das so. Ja, also hier findet man wirklich viele interessante Gebäude, oder hier diese Kirchen. Also das lohnt sich hier wirklich mit ein bisschen Zeit mal so einen Ruhetag zu verbringen und das Ganze im Detail zu betrachten. Rennradfahrer ebenfalls. Prunkvoll, Freunde. Typisch für den Comer-See sind viele kleine Orte, die sich am Rand tümmeln. Und jeder dieser Orte hat auch noch seinen ganz eigenen Charme. Und das merkt man auch, wenn man da durchläuft. Da wohnen wirklich viele uralt eingesessene Italiener und ja, verbringen auch einen Teil ihres Lebens hier am See. Morgens sind sie hier, machen Yoga, gehen mit ihrem Hund spazieren. Und es ist echt schön, Teil dieses Lebens zu sein, wenn man hier als Tourist sich auf die Bank setzt und sich das Ganze anguckt. Die Sehenswürdigkeiten locken jährlich zahlreiche Touristen in diese Gegend, die vor den Attraktionen Schlange stehen. Wir sind ganz froh, dass es abseits der Orte menschenleerer ist und wir die Natur so in vollen Zügen genießen können. Ultra klares Wasser hier und im Sommer, wenn die Sonne entsprechend hell scheint, sieht das Ganze auch noch mal türkisener aus als jetzt. Ganze 425 Meter ist der See an seiner tiefsten Stelle und damit ist er der tiefste See Europas, wenn man Norwegen außer Acht lässt. Enten sind übrigens nicht die einzigen Tiere, die hier heimisch sind. Auch Katzen holen sich gerne eine Streicheleinheit ab. Und Eidechsen lassen sich die für uns lästigen Insekten schmecken. ...146 Quadratmeter groß ist er, 51 Kilometer lang und maximal 4,2 Kilometer breit. Damit ist der Comer-See gemessen an der Wasserfläche nach dem Gardasee und dem Lago Maggiore der drittgrößte See Italiens. An seinem Ufer entlang zu fahren, beschert uns ein traumhaftes Bild. Geprägt ist dieses auch durch die Alpen, in deren Felsen der See eingebettet ist und durch die viele Tunnel hindurchführen, die das Motorradfahren um den See noch abwechslungsreicher machen. Boah, auch richtig mega hier, die Tunnel, wenn die nicht ganz ausgebaut sind und die Wände noch in ihrem Originalzustand sind, wie so richtige Felsen. Sehr, sehr geil. Kleiner Stau am Straßenrand. Und hier sind auch echt viele Motorradfahrer unterwegs. Natürlich. Ist ja auch ein schöner Ort dafür. Und es ist erstaunlich warm mal wieder.
Und dabei haben wir uns gestern so den Arsch abgefroren. Die letzten 2 Tage. Oh, waren wir froh, dass wir nicht über den Gotthardpass gefahren sind, sondern die 40 Euro für die Vignette, 44 Euro für die Vignette in der Schweiz ausgegeben haben. Schön viele Blitzen haben sie hier. Der Blick in die Berge verändert sich auch, egal von wo man jetzt fährt. Irgendwie bietet es sich immer wieder ein neues Bild. Das ist rund um den See, trotz dass man am gleichen Ort ist, auch immer wieder Abwechslung. Wir sind nicht schnell genug für die Italiener. Ja, aber gucken und staunen und gleichzeitig fahren ist auch, ja, ist ja gut, ist auch gar nicht so einfach. Obwohl hier auch überall Schilder stehen, dass man nur 30 oder 50 fahren soll. Aber das interessiert viele Italiener, glaube ich, herzlich wenig. As you can see. Wow. Ja, guck mal, die 2, die machen das richtig. Hier ist ein schöner Ort, ne? Romantico. Von hier aus sieht man jetzt auch die Burg, oder die Umrisse von so einer Burg da oben noch. Das hat man von der anderen Seite gar nicht gesehen. Sogar richtig mit so einem Wappen. Die kann man auch besichtigen. Hier, ich fahre mal hier rein. So, zack. Ups. Das ist ja mal was hier. Wow. Um die Schlossmauern herum hat sich auf einem steilen Felssporn im Comasee der mittelalterliche Ort Correnno Plinio entwickelt, mit dicht aneinander stehenden Häusern, verbunden durch enge Gassen und Steintreppen, die zum See führen. Das Schloss selbst gibt es schätzungsweise bereits seit 1271. Boah, wir haben so ein Glück mit dem Wetter jetzt. Nachdem wir gestern so gefroren haben, ist es jetzt hier richtig warm. Und ich glaube, das ist auch nur heute so. Morgen wird es wieder wolkig. Das mediterrane Klima macht es möglich, dass hier viele subtropische Pflanzen gedeihen. Ja, Olivenbäume sind auch ganz typisch hier für die Gegend. Genauso wie Julian. Yes. Nein, sondern Palmen, Zitrusfrüchte und Zypressen. Vor allem gedeihen hier auch schöne Panoramen für die Afrika-Twin, Erholung für uns 2. Was sagst du? Dass es hier echt schön aussieht. Alte Gemäuer, und der nicht ganz unwesentliche Ort, hier Mandello del Lario und das Ganze hier. Wir sind hier an dem Ort, wo eine ganz bestimmte Motorradmarke zu Hause ist, zu der ich eine ganz besondere Beziehung habe, nämlich das Moto Guzzi-Werk in Mandello del Lario. Hier gibt es auch ein Moto Guzzi-Museum, wo man die Historie der Motorradmarke hautnah erleben kann. Das Ganze ist kostenlos und sehr sehenswert, wenn man mal hier in der Nähe ist. Ist auch so ein bisschen wie so eine Art Pilgerstätte für Motorradfahrer, hat man hier immer das Gefühl. Und wie es da drin aussieht, das schauen wir uns jetzt mal an. Hier, aus den 50er bis 60er Jahren, Roller von Moto Guzzi, Galetto heißt der. Galetto zu Deutsch das Hähnchen. Auch hier, die haben hier einen Huhn vorne drauf. Eine Reserverad mit an Bord, das kann man vorne und hinten einbauen. Das ist eine ganz coole Sache. Das ist übrigens super bequem, das Teil. Also damit kann man sich auch vorstellen, die eine oder andere weite Strecke zu fahren. Da Julian als Zweiradmechaniker bei Moto Guzzi gearbeitet hat, bringt er viel Wissen über diese Marke und ihre Geschichte mit. Hier sehen wir von 1958 einmal das gesamte Werksgelände. Die Marke Guzzi selbst ist übrigens von 1921 und damit die älteste Motorradmarke Italiens und eine der wenigen, die heute noch bestehen und durchgängig Bestand hatten. Ich glaube, älteste Motorradmarke ist von 1901, müsste Royal Enfield sein, dann 1903 Harley und ich glaube
Dann kommt irgendwie sowas wie Husqvarna oder sowas 1904. Auch hier müssen wir noch mal nachgucken, keine Ahnung, ist jetzt auf dem Kopf. Aber es ist auf jeden Fall schon eine recht alte Marke, dessen Historie halt weit zurückreicht. Das hier ist die wohl wahrscheinlich bekannteste Guzzi, die 850er Le Mans der ersten Serie. Hier gibt es aber auch die neuen Modelle. Das sind jetzt nicht die ganz aktuellen, das ist quasi die letzte luftgekühlte 4-Ventil-Generation. Hier sehen wir eine Stelvio, eine 1200er, quasi das Pendant zu einer GS. Hier hinten haben wir die Moto Guzzi V7 in den verschiedenen Generationen. Das Ganze ist natürlich, muss man wissen, auch eine Neuauflage dieser Modellreihe. Die eigentlichen V7 kamen aus den 70er Jahren. Aber das, was man aktuell unter V7 versteht, finden wir hier. Das ist einmal hier die erste Generation. Hinter uns sehen wir die zweite und die dritte. Die gibt es mittlerweile auch mit 850 Kubik in 4. Version. Die dritte hier ist eine, die ich ja unter anderem auch habe, als V7 Carbon, die schwarze. Die haben wir zum Beispiel im Eifel-Video gesehen. Ich mag diesen klassischen Look, die das hat, ohne dass es jetzt ein so altes Fahrzeug ist, wo man viel dran schrauben muss. So, die sind sehr, sehr zuverlässig. Ich war damit auch schon in Italien, Frankreich und in der Schweiz unterwegs. Also reisetauglich sind diese Fahrzeuge auch durchaus. Mit ihren 52 PS, das bietet nicht viel, das Fahrzeug, aber so für den Alltag reicht. Und außerdem wollte ich damals, da ich mal ein bisschen zügig unterwegs war, habe ich mich da bewusst mal ausgebremst und gesagt, ich kaufe mir jetzt mal ein Fahrzeug, das richtig wenig Leistung hat, mit der Hoffnung, dass ich damit ein bisschen gemütlicher unterwegs bin. Ja, super handlich, klein und wendig, ne? Damit ist man auch in der Stadt einfach angenehm unterwegs. Oder hier so was wir heute gefahren sind, am Comer See entlang, diese kleinen verschlängelten Straßen, da braucht man auch gar nicht viel Leistung, es macht einfach trotzdem damit Spaß. Und der Sound ist natürlich Guzzi-typisch, wie man ihn kennt. Eine Sache habe ich bei dem Motorrad so von dir mitgekriegt, dass sie unheimlich wenig verbraucht, oder? Stellenweise sogar sinkt der Verbrauch bis unter 3 Liter. Also ansonsten im Regelfall 3,5 Liter. Verbraucht wenig, ist kostengünstig und hat auch, wenn man es nicht glaubt, dieser Tank hier, der fast 21 Liter. Überleg mal, in die Afrika-Twin, da gehen gerade mal 18 rein. 18,8. 18,8. Knapp 19. Trotz alledem sieht das jetzt so nicht so aus, als würden da 2 Liter mehr reingehen, finde ich. Ne? Hier, das hier ist die eigentliche Ur-V7 von 1969, 700 Kubik, später als 850er mit dem typischen bekannten Guzzi V2-Motor. Hier im Raum kann man einmal sämtliche Motoren des Herstellers betrachten. 500 Kubik V8 Motor aus den 50er Jahren, damals eine absolute Ingenieurskunst. Und solche Sachen sind der Grund, warum ich Oldtimer und die alte Zeit liebe. Da haben die Hersteller noch rumprobiert, da wurde einfach mal was gebaut, Sachen produziert, wo die Leute Bock drauf hatten. Das ist Mut, Faszination und Leidenschaft. Und wie man sieht, hat auch die Polizei auf Moto Guzzi gesetzt und ist damit unterwegs gewesen oder vielleicht auch noch. Stimmt, mit der V85 TT war ich sogar auch schon mal für einen Zeitungsartikel unterwegs in Österreich und Italien. Und für die Offroad-Fraktion ist natürlich auch das Passende dabei. Hier, Paris-Dakar 1986. Yes. Hier ist übrigens ein Modell von dem Windkanal, den die unten im Hof stehen haben. Da haben die damals tatsächlich die Fahrzeuge auf Aerodynamik getestet. Was für ein Space-Teil, ne? Sieht aus wie so eine Seifenkiste. Das ist hier der V8, den wir gerade oben gesehen haben, in der entsprechenden Rennmaschine drin. Muss man sich mal angucken, hier das Datenblatt. 280 km/h, 1952. Da hat Honda noch ihre Klappfahrräder gebaut, ne? Das ist schon ein Ding. Ob Guzzi, Honda oder Ural, am Ende spüren wir alle den Fahrtwind im Gesicht und fühlen uns frei und lebendig, wenn wir auf unserem Lieblingsgefährt sitzen. Entengeschwader im Anmarsch. Sie sind auf der Reise ins kalte Norwegen. Zwar gibt es keine Verbindung vom Comer See nach Norwegen, aber Sie wissen, Sie werden das irgendwann schaffen.
Ich habe den nötigen Enten-Vibe hier. Auf ans Nordkap. Julian gibt ihnen noch ihre letzte Ration und damit reicht es für die nächsten 10.000 Kilometer. Der Wein hat mittlerweile seine volle Wirkung bei der Frau entfacht. Ich weiß ja nicht, was er meint. Und die Moral von der Geschichte? Trau uns nicht und fahr am besten selber hin und mach dir deine eigenen Eindrücke. Jo, das war unser kleines, aber feines Video über den Comer-See und unsere Zeit hier. Wir hoffen, euch hat das gefallen. In dem Fall gerne einen Daumen da lassen und gerne mit euren Freunden teilen, wenn ihr denkt, das ist auch ein guter Urlaubstipp für die. Und wenn euch das gefällt, fahrt ihr gerne hin. Es ist wirklich ein sehr, sehr schöner Ort. Auch im Oktober kann man wirklich hier noch ein bisschen den Sommer verlängern und eine gute Zeit haben. In diesem Sinne, wir fahren morgen weiter Richtung Sizilien. Nach Sardinien natürlich. Ich glaube, ich hatte das so im Kopf, weil Sardinien ist die zweitgrößte Insel im Mittelmeer nach Sizilien. Sizilien ist die größte. Das Ganze dann in den nächsten Videos. Kommt da also gerne mit auf diese Reise und auch auf alle weiteren, indem ihr den Kanal abonniert, kostenlos. Und ich freue mich, wenn wir uns dann im nächsten Video wiedersehen. Mit einem Honda Motorrad, Schiff, geht es nun auf die weite, weite See. Guck mal, wie geil, romantisch. Die Sonne geht unter und die zwei alten Herren verleben dort den Abend dieses Tages. Das war die Geschichte, mit der die Titanic begann. Ja, da sieht man, wie wir abends nochmal eine Runde durch den See geschwommen sind. Bisschen Sport muss natürlich auch immer auf so einer Reise sein. Weil du ja auch so der Schwimmer bist, ne? Ich habe das mal professionell gemacht vor ein paar Jahren. Aber habe ich keine Lust mehr zu. Das stimmt natürlich nicht.